gibt dann dieses Phänomen, dass viele Leute so nach so 2, 3 Fantasy Labs sagen, was gibt's denn noch? Und dann anfangen zu experimentieren. An Western fasziniert mich, dass man in eine vergangene Zeit eintauchen kann, ohne dass man in dieser Zeit leben muss. Das Spannende in dem Lab in der Wizarding World ist, dass ganz viele dort ankommen und zum ersten Mal laben, die noch nie vorher gelabt haben. Das Ganze ist sehr bewusst ein sehr düsteres Setting. Es ist als Dystopie ausgelegt. Etwas zu machen, was uns leicht fällt, wo wir gewinnen, ist ein gutes Gefühl. Etwas zu tun, woran wir scheitern, kann uns sehr viel mehr über uns erzählen. Ich war einmal tatsächlich vor allen Dingen zum darüber berichten auf einem Lab, das sich sehr offensichtlich bei Harry Potter bedient hat. Kein Copyright halt verwendet hat, aber es war so offensichtlich, dass als wir hingefahren sind, das war in Polen, der Mensch, der die Tür gehütet hat, uns gefragt hat, Harry Potter. Und dann so, ja, Sie haben recht, lassen Sie uns bitte reinigen. Hier läuft nämlich ein aktueller Run von College of Wizardry Nibelungen. Wir sind auch im Spiel ein Kamerateam, das heißt, wir werden auch die ganze Zeit mit den Leuten in ihrer Fantasy-Welt interagieren. Ich bin schon sehr gespannt, wie das läuft. Der Fokus bei diesen Harry Potter-inspirierten Labs ist es, eine Schule nachzuspielen. Und dann gehört es auch dazu, dass es Unterricht gibt. Und in dem Unterricht dann Dinge schiefgehen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Das sind Leute, die zum Beispiel mit den Büchern einfach aufgewachsen sind und für die das eine heile Welt ist. Mein Name ist Christian Kunz und ich organisiere ein Lab in der Wizarding World. Obliviate. Ich in meinem Alter kann vielleicht einen Lehrer darstellen, einen Schüler unter keinen Umständen. Und da einige inzwischen mit dem Hobby gewachsen sind und älter geworden sind, wollten wir eine andere Welt bespielen, eben die Welt abseits der Schulen der Wizarding World. Willkommen in der Wache Worms. Mir wurde gesagt, dass theoretisch die Besten geschickt wurden. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich meistern an diesem Wochenende. Vielleicht wollen sie teilweise erstmal ihre Arbeitsplätze beziehen. Und danach sind wir im 5. Stock und sie werden einen Dienstausweis bekommen. Wir bespielen die Wache der magischen Strafverfolgungspatrouille Worms, also so etwas wie eine magische Polizeieinheit. Ich erwarte tadelloses Auftreten von Ihnen. Wir haben Sie nötig. Verhalten Sie sich entsprechend. Jeder von Ihnen wird Fälle bekommen, einen Haufen Fälle. Walküren gegen Ziegen, das ist nichts, was wir hier auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben in den Wizarding World Labs den großen Vorteil, dass es einen gemeinsamen Hintergrund gibt. Das heißt, wenn jemand sagt Stupor, dann weiß man, es ist ein Zauber gesprochen worden, von dem man getroffen, zurückgeworfen, vielleicht sogar gelähmt wird. Das heißt, alle, die sich mit den Filmen und den Büchern beschäftigt haben, die wissen, was passiert, wenn dieses Codewort fällt.
Wir versuchen die Special Effects aus den Filmen im Kleinen zu ersetzen. Wir spielen mit Leuchteffekten. Wir haben einen Kniesel, das ist eine magische Katze, ein Animatronics-Tier, das sich bewegt, das miaut und auf Bewegungen reagiert. Soll der so lange auf meinem Schreibtisch wohnen? Ich denke, die Forensiker werden gleich kommen und den Kniesel übernehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand aus dem Büro eine Katzenhaar- oder Knieselhaarallergie hat, aber ich habe keine Lust, dass wir am Ende deswegen irgendwelche Krankheitstage haben. Die verschiedenen Lab-Szenen waren früher ganz häufig strikt voneinander getrennt. Da haben die Fantasy-Laper gesagt, die Harry Potter-Laper, das ist ja alles ein bisschen kindisch und das funktioniert nicht so richtig. Ich glaube, inzwischen ist es eher so, dass die verschiedenen Laperinnen und Laper über den Tellerrand schauen. Ich bin heute jetzt hier auf dem Rittergut Stetten und hier findet ein Western-Con statt und ich bin schon ganz aufgeregt und ganz vorfreudig. Das ist gar keine gute Größe. Nein, das ist... Warum ist das? Warum passt das genau für mich? Für die Größeren schneide ich hier oben einfach ein Loch rein. Das ist natürlich auch praktisch. Und es ist halt ein Mehrwegsarg, weil ich habe nur den einen. Das heißt... Ach, dann hat ihr immer in die reingekippt und dann einfach und wieder... Deckel habe ich auch keinen. Na, das ist aber Ressourcen schon. Das ist Genau. gut. Das ist gut. Der Antrag ist schon ganz schön ein Klopfer, aber ich habe da hinten dann auch noch Platz. Ja, toll. Mein Name ist Michael Simon. Ich veranstalte hier heute Fort Alamo. Liegen tut's in Texas. Halten Sie mal den Lauf nach oben, bitte. Dankeschön. 1836 gab es eben die Schlacht bei Fort Alamo. Das war so der Grundstein, wo wir gesagt haben, okay, da orientieren wir uns, wollen aber militärisch eben nicht so reingehen, weil es muss nicht sein. Und da wir 1879 sind, müssen wir halt irgendwo eine Story zusammenstricken. Die Kavallerie kommt jetzt vor, belebt es vor, es kommen Siedler und der Rest läuft von alleine. Also die Spieler müssen ihr Spiel selber machen. Wir wurden angeheuert von einer Mrs. Wie war der Name? Travis. Travis, ja. Ihr Vater war der Kommandant von diesem Fort. Ja. Und da hat er hier bekanntlich einen Schatz. Wir sollen diesen Schatz in Beschlag nehmen. Wer sind Sie? Ich bin sein Anwalt. Ich bin natürlich bereit, wenn Sie uns unterstützen, dass ich auch vielleicht von dem Geld, was ich dadurch verdienen werde, ich weiß nicht, wie groß das ist, vielleicht noch was spenden kann. Ich selber spiele einen Doc Simon, Elixierhändler. Ich habe kleine Fläschchen mit Etiketten drauf und dann kann einer in meinen Laden kommen, kommt mit irgendeinem Gebrechen an und ich habe was für alles. Bei mir wird jedem geholfen. Als ich das Western Lab geplant habe, hätte ich mir nie gedacht, dass es so ein Selbstläufer wird. Dass sich so viel parallel die Leute überlegen und mitmachen. Wir haben einen Barbershop, wir haben einen Marshall da, es kommen Pinkertons, also Detektive. Wir haben die Kavallerie da, wir haben einen Totengräber, wir haben eine Schmiede, wir haben einen Saloon. Ich spiele eine Scarlet Sister. Ich spiele einen Saloon Girl, Janie McSawyer, eine Schottin. Ach, nicht wirklich. Wollt ihr mir selber mal anschauen, die Scarlets? Ich habe schon viel von ihnen gehört. Wir beleben den Saloon mit allem, was irgendwie dazugehört, mit Musik, mit Tanz, mit Schickerei. Ja, sorgen einfach für die Unterhaltung. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do real bad things with you. When you came in, ist uns total bewusst, dass das ein Frauenbild ist oder eine Rolle, die so einen frivolen, verruchten Charakter hat. Aber das haben wir ja uns ausgesucht. Also das gehört halt dazu. Da sind wir ganz viel beim Spaghetti-Western auch. Also bei diesem Klischee von Frauen in Corsagen mit Röcken und Rüschen, die eben Jeha und so rufen. Und also da ist wahnsinnig viel Klischee mit drin, aber ganz bewusst. I wanna do real bad things with you. Während im wahren Leben oft solche Zeichen oder Flirten oder so missverstanden wird,
ist es da erstmal so, dass davon ausgegangen wird, dass das Spiel ist. Also ich habe wirklich noch nichts erlebt, wo es eine Grenze überschritten hätte. Ich habe mich nie in einem Hobby oder in einer Umgebung so sicher gefühlt wie im Live-Rollenspiel. Also wenn dir eine Situation zu viel wurde, gespielt, konntest du dann einen Stoppbefehl geben. Dann wird sofort alles unterbrochen, was gemacht wird. Stopp ist das Ultimative. Haltet alle inne, irgendwas stimmt nicht. Und das kannst du jederzeit machen. Also zum Beispiel auch, wenn dir jemand in deiner Rolle zu nahe kommt. LARP ist häufig ein Safe Space für solche Themen wie halt eben auch Freizügigkeit. Ich bin auch in diesem Outfit, das ziemlich knapp ist, auf das Conquest of Mythodea gegangen, weil ich auch gemerkt habe in der Community, dass das durchaus dann zu einem Gespräch führt und auch dazu führt, dass andere Leute sagen, oh cool, vielleicht traue ich mich das auch. Viele Leute fangen ganz klassisch im LARP mit Fantasy an, weil es das ist, was am meisten gibt, wo man am leichtesten einsteigen kann. Aber es gibt dann dieses Phänomen, dass viele Leute so nach so 2, 3 Fantasy-LARPs sagen, was gibt's denn noch? Und dann anfangen zu experimentieren und zu schauen. Ich habe mich tatsächlich bei einfach Genres umgeschaut, die nicht in die Fantasy-Richtung gehören. Das heißt Endzeit. Das Tales Inside ist ein Dystopie-LARP, bei dem es darum geht, dass die Menschheit nach einem großen Atomkrieg 500 Jahre danach in einem Bunker lebt und diese Gesellschaft nicht mehr so ist, wie wir die kennen. Die Menschen sind keine Individuen mehr, sondern alles dient der Gemeinschaft, alles dient dem, das System am Leben zu erhalten. Das ist doch Blödsinn. Ich bin für die Gesellschaft überhaupt nicht geeignet, Sirs. Beweg dich. Ich will dieses Formular sehen. Zeigen Sie mir das Formular. Ich will das Formular. Bürger, Stillheit. Halten Sie still. Beweg dich. Wunderbar, dann bist du jetzt der grüne Schatten. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wohl ein schlechter Scherz. Der Schatten sollte sich ja bei den Entertainern gut einfühlen. Wir bespielen bei Tales Inside ein totalitäres Gesellschaftssystem. Das sind ja auch wirklich moralische Fragen, die man sich stellen muss. Ne? Schaffe ich es, Nein zu sagen, wenn mein Vorgesetzter mir sagt, du machst jetzt etwas? Oder tue ich's? Bin ich ein Mitläufer? Bin ich vielleicht sogar überzeugter Täter? Ich bin Susanne Evans und ich bin eine von 4 Hauptorganisatoren des LARPs Tales Inside. Das Ganze spielt in Dienstlaken in einer ehemaligen Zechenwerkstatt. Das ist ein riesiges Gebäude mit 2500 Quadratmetern, die wir dann für diese Veranstaltung auch komplett abdunkeln, sodass wir da kein Tageslicht drin haben. Auch das wieder ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir sagen, wir spielen in einem Bunker weit, weit unter der Erdoberfläche. Dann ist natürlich jeder Sonnenstrahl, der da reinscheint, bricht die gesamte Immersion. Wir haben uns mit und mit immer mehr in Richtung Nordic LARP entwickelt. Nordic LARP kam aus den nordischen europäischen Ländern, Finnland, Schweden, Norwegen. Es ging nicht so sehr um den Gamification, um den spielerischen Aspekt, sondern mehr um das emotionale Erleben von Geschichten und eben nicht um das, ich kann irgendwie jetzt kämpfen und gewinnen, sondern es ging immer mehr um das Innere, was macht das eigentlich mit mir persönlich. Mein Name ist Armin Sass, ich bin LARP-Designer und mache in meiner Freizeit Spiele, die andere Menschen erleben können. Okay, bleib hier, bleib hier. Hey, hey, Bürger, Bürger, bleib hier. Kannst du einen Krankenhelfer herholen? Man hat mehrere Tage mit diesem anderen Charakter gespielt und plötzlich ist er tot. Die Trauer, die man dann fühlt, die ist echt. Die ist natürlich nicht so stark oder so lang, wie es ist, wenn man einen echten Menschen verliert. Aber der Impuls, wenn man sich darauf eingelassen hat, die Gefühle sind die gleichen. Und es kann auch eine gewisse Resilienz aufbauen, wenn man später im Leben andere Schicksalsschläge erleidet, zu wissen, oh,
Im Workshop nach dem Lab habe ich gelernt, diese und diese Methoden helfen, diese Trauer zu verarbeiten. Vielleicht mache ich das jetzt auch und kann besser mit Verlust, mit traumatischen Erlebnissen umgehen. Es wurde ein Raum gefunden, der bewacht und kontrolliert werden soll. Bitte Stromaufstellung einnehmen, Lampe nach vorne, runter, das ganze Ding auseinandernehmen. Ich möchte jeden Millimeter durchsuchen wissen und wenn ihr den Staub mit euren Fingern aufklärt. Yes, Sir! Ja, Sir! Definitiv versuchen wir, große gesellschaftliche Themen irgendwo einflechten zu lassen, weil das sind die relevanten oder wirklich interessanten Themen unserer Zeit. Wie fühlt sich das an, dass die Nummer auf deinem Ausweis letztendlich deinen Bürgerstatus bestimmt? Die 5a hat uns angewiesen. Darf ich einmal kurz was dazu sagen? Eine Selbstanzeige? Nein, ich stand ja direkt vor ihm. Er ist auf mich zugekommen. Oha. Hey, Sie haben nichts gemacht. Hey, das ist sogar unverhältnismäßig. Ihr lauft, joggt 4 Runden durch die Halle und dabei ruft ihr, die Security schützt uns, die Security schützt die Gemeinschaft. Wir bieten insgesamt das Spiel für 5 Kasten an. Also wir haben die Administration, die so die Chefetage dieser Gesellschaft darstellt. Dann haben wir die Versorger, die Security und die Gesellschafter, die sich so in der Mitte befinden, die Mittelschicht. Und dann haben wir die Arbeiter, die am unteren Ende der Nahrungskette stehen. Auf dem Taste war ich Bürger Blau C2412. Und das sagt aus, dass ich im Grunde genommen zu der blauen Kaste gehöre. Das war die Security. Rot D wünscht, dass niemand diese Bühne betritt und niemand von der Bühne wieder runtergeht ohne Genehmigung. Wir hatten die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Bunker stets sicher ist, dass es keine Aufstände gibt und das System natürlich so bleibt, wie es ist. Ich bräuchte die Akte über Orange A2B 213. 213. Darf ich den Grund erfahren? Nun, ich möchte ihn überprüfen, denn dieser Bürger hat sich extremst auffällig verhalten. Ich habe bereits Bürger darauf angesetzt, ihn zu beobachten. Ausgezeichnet. Ist hiermit genehmigt von D1. Bitte die Akte aushändigen. Warum tut man es sich an, sich 3 oder 4 Tage in einer Art Bunker einschließen zu lassen und eine andere Gesellschaftsform mitzunehmen? Ich denke, weil man darauf aus ist, ein Erlebnis zu bekommen, was man eben in der normalen Gesellschaft, in dem ganz alltäglichen Leben so nicht so einfach bekommt. Natürlich ist man sich darüber bewusst, dass das Ganze ein Spiel ist, aber man lernt schon auch so seine Schlussfolgerungen daraus und merkt, okay, krass, gut, dass wir in einer normalen, sinnvollen Gesellschaft leben und nicht in so einer. Im Endeffekt machen wir, auch wenn wir es uns jetzt nicht groß auf die Fahnen geschrieben haben, ein gutes Stück politische Bildung. Und was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir die Leute nach dem Spielende auch nicht einfach wieder laufen lassen und die stehen dann da mit ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben und können damit nichts anfangen, sondern wir bieten direkt nach dem Spiel auch ein sogenanntes Debrief an und arbeiten da auch bestimmte Themen mit den Leuten auf. Nach dem Tales Inside haben uns viele Leute geschrieben, dass sie jetzt einen ganz anderen Blick auf bestimmte Strukturen der Gesellschaft haben, dass sie froh darüber sind, dass sie die Demokratie, in der wir leben, auf eine ganz neue Art wertschätzen können, weil sie gelernt haben am eigenen Leib, was es bedeutet, wenn plötzlich ganz wichtige Dinge nicht mehr gegeben sind. In Bezug auf die Ukraine haben wir festgestellt, dass es im Debrief auf jeden Fall angesprochen worden ist. Also diese Kriegsthemen hatten wir vor 2 Jahren, als die letzten Runs gelaufen sind, absolut gar nicht. Da hatten wir eher solche Themen wie Polizeigewalt oder sonstige Sachen. Und daran merkt man auch, dass dieses Spiel auch immer wieder neue Denkimpulse setzt. So, jetzt wieder hin. Ich habe an 1, 2 solchen Events schon teilgenommen. Der Vorteil dort ist, es wird besser vor- und nachbereitet. Und ich glaube, das ist was wäre vielleicht für die große Lab-Szene gar nicht schlecht. Gerade in so Settings wie Western, wenn man gewisse Themen ein bisschen mehr
vor- und nachbereiten würde. Ich habe gesagt, Sarge, habe ich gesagt. Jetzt werden die guten Zeiten wieder beginnen. Natürlich. Es ist sicherlich nicht abträglich, wenn die Scarlet Sisters davon erzählen, immer mal wieder, dass das Elixier schon ein sehr, sehr gutes ist. Die Idee gefällt mir. Da können wir wieder ins Geschäft kommen. Da kommen wir ins Geschäft. An Western fasziniert mich, dass man in eine vergangene Zeit eintauchen kann, ohne dass man in dieser Zeit leben muss. Weil ganz viele Dinge in der Vergangenheit sind ja nicht schön, waren nicht cool. Und was wir hier halt im Lab machen, ist, wir picken uns die Sachen raus, die wir mögen, die uns gefallen. Und wir drehen uns die Sachen auch so hin. Und dann haben wir halt Spaß. Staubig und trocken. Es weiß jeder, dass es nur ein Spiel ist, weil es ist eben kein Reenactment, kein Living History, es ist LARP. Ja, also ob jetzt jeder wirklich die Kleidung anhat von 1879, ist jetzt nicht immer wichtig. Ja. Er hatte ein Date das letzte Mal. In einem historischen Setting gibt es mehr Fallstricke als in einem Fantasy-Setting. Gerade im Western-Lab, neben sowas wie Sexismus, sind natürlich auch Rassismus oder auch Cultural Appropriation ein Thema. Und das ist auch wirklich ein Thema. Wir haben uns auch viel überlegt darüber im Vorfeld, was können wir überhaupt bespielen, was wollen wir überhaupt bespielen. Und also die ganze Indianer-Thematik ist ein schwieriges Thema, ist auch wirklich, da ist ja in der Geschichte alles schiefgelaufen. Ja, und da sage ich, das blende ich aus und will es nicht bespielen, weil auf die Schiene muss man nicht. Was? Rauchen. Es werden auch normalerweise keine Mexikaner als Feinde oder so, was vielleicht erstmal sehr naheliegend wäre. Wir spielen oft in Texas, aber passiert auch eigentlich nicht mehr. Es gibt dieses Konzept von Feinde, wie es im Fantasy Lab oft gibt. Es gibt Feinde und dann wird da gekämpft und am Ende ist man die Helden. Das gibt's im Western fast nicht. Viele sagen, oh ja, ich will mir da irgendwas von früher zurückholen. Nee, brauche ich gar nicht, weil wenn man sich viel damit beschäftigt, weiß dann auch, das war alles kein Spaß, ja, sondern das war einfach ein sehr hartes Leben. Ich ziehe eher damit raus, dass ich im normalen Leben ganz viel entspannter bin, weil ich weiß, wie gut es mir geht. Weltflucht ist etwas, was häufig Rollenspielern vorgeworfen wird. Ja, ich tue vielleicht ein Wochenende so, als wäre ich die Priesterin einer imaginären Göttin. Aber ich weiß immer noch, dass ich nur so tue, als ob. Ich verwechsle da nichts. Ich glaube, jedes Hobby ist im Kern irgendeine Weltflucht. Wenn man in seinen Keller geht und eine Eisenbahnanlage baut, lässt man die Welt auch zu Hause draußen. Wenn ich auf ein Lab gehe, dann lasse ich den Rest der Welt auch zurück. Aber es kann auch unglaublich befreiend und toll sein, mal dabei auch ganz andere Erfahrungen zu machen. Was hast du dir da gedacht? Dahinter steht Nächstes Projekt, nachdem jetzt Tales Inside zum Abschluss gekommen ist, wird Greylight. Das Greylight ist ein Cyberpunk-Spiel und die Grundidee von Cyberpunk ist, was passiert, wenn die Konzerne die Macht übernehmen? Was ist, wenn die Staaten aufhören zu existieren, wenn Recht und Ordnung der gesamten Finanzidee unterworfen ist? Wir haben eine App, in der die Menschen ihren Kontostand sehen. Und der Kontostand bedeutet automatisch, welche Bürgerrechte der Einzelne hat. Wenn er zum Schuldner wird, ob er Eigentum des Konzerns wird, auf dessen Grund und Boden er sich befindet. How much money do you have? Not enough. Yet. How much do you have? 55,000. And I will give you a delay. I will come back tonight to collect the rest. In exchange, you will owe me a favor. Um auch mal die internationale Szene zu uns einzuladen, haben wir gesagt, wir machen das auf Englisch. Wir machen es aber bilingual, das heißt, man kann auch Deutsch sprechen, wenn man möchte. Wir haben einen Urban Fantasy Aspekt gewählt. Das heißt, wir haben Elfen und Orks in dieser Welt, um bestimmte Teile der Realität verzerrt, übertrieben zu thematisieren.
Wir haben zum Beispiel die Elfen, die mit sehr viel Geld sich selbst Magie geben. Das ist so ein bisschen unsere Interpretation von Elon Musk, Jeff Bezos. Die absolut Überreichen, die einfach alles machen können, was sie wollen. Und wir haben versucht, über die Orks das Thema Diskriminierung und Rassismus zu bespielen. Eine Fantasy-Rasse zu nehmen, um nichts aus der realen Welt zu nehmen. Everyone hands up where I can see it. Die Grundidee ist, dass wir Leuten, die eben keine Rassismuserfahrung gemacht haben, die Möglichkeit geben, einen Hauch davon zu erfahren, was es bedeutet, rassistisch diskriminiert zu werden. You should tell this orc to stay civil because she is just hairs away from getting shot. Ich nehme einen Charakter an und es ist ganz klar, dieser Charakter macht schlimme Dinge. Natürlich mache ich das in dem Moment, aber es ist in einer spielerischen Situation und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Wir geben unseren TeilnehmerInnen die Möglichkeit, aktiv böse Charaktere zu bespielen, indem wir sie sehr gut darauf vorbereiten. Sie bekommen von uns die Aufgabe, diese Form von Hass, Rassismus, Aggressivität ins Spiel zu tragen, um für alle anderen das Spiel zu etwas Intensiverem zu machen. Maybe tell them that I want the one who killed my partner. Yeah, good. Because if a Falcon security officer dies, it's always an orc that killed them, right? Das Thema Rassismus ins Lab zu nehmen, das kann man nur sehr vorsichtig machen. Und mit Menschen sprechen, die diese Erfahrung machen. Das ist ganz wichtig, weil wir haben nicht wirklich eine Idee, was es bedeutet. Deswegen muss man denen zuhören und dann gucken, okay, was davon können wir wie umsetzen, um es für die anderen genauso erfahrbar zu machen. Das ist ziemlich wertvoll. Wenn wir es schon schaffen, bei einem Teil unserer Teilnehmenden eine größere Sensibilität für entsprechende Themen zu entwickeln, dann haben wir schon ganz, ganz viel erreicht. Denn so ein einzelner kleiner Stein ins Wasser geworfen gibt immer Wellen und es wird immer weitergetragen. Ich denke, Lab ist ein Mittel, Gesellschaften zu verändern, halt im ganz Kleinen. Ja, die Lab-Szene ist nicht groß. Und natürlich die Menschen, die Lab spielen, sind sowieso schon bereit, sich dem auszusetzen. Also letztendlich sind es die Falschen, könnte man sagen, die man erreicht. Aber jedes Spiel sorgt auch dafür, durch die Reichweite, die es bekommt, dass ganz neue Menschen zum Hobby kommen. Also jedes Mal, glaube ich, erreicht man 1, 2 Menschen mehr. Alles braucht eine Zeit, damit man sich daran gewöhnen kann, damit man versteht, was es ist. Und ich glaube, diese Zeit haben wir dem Live-Rollenspiel gegeben. Und deswegen haben wir heute eine Welt, in der das offen begrüßt werden kann und du auch kein Problem damit hast, es offen zu spielen, zu zeigen und auch das zu sagen. Mein Wunsch für die Szene ist, dass sie auch noch bunter wird und breiter aufgestellt, dass es viel mehr auch weirde Sachen gibt, mehr Nordic Lab, mehr Experimente, dass das Angebot einfach vielfältiger wird. Ich hoffe einfach, dass Menschen Interesse vielleicht haben und es mal selber ausprobieren würden oder zumindest denken, okay, ist vielleicht nicht meins, ich möchte mich nicht verkleiden oder ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich finde es cool.